Ja, hallo zu unserem neuen Game Lookout. In diesem Video zeigen wir euch die heiß erwarteten Spiele, die im Mai veröffentlicht werden. Wir hoffen, euch gefällt diese kleine Übersicht. Bereit? Let's go! Presence of a god. Redfall ist ein neuer Open-World-Koop-Shooter von den Machern von Prey und Dishonored. Arcane. In diesem Spiel müsst ihr euch gegen eine Armee von Vampiren und ihren verrückten Anhängern wehren, die die Inselstadt Redfall in Dunkelheit gehüllt haben. Man kann aus 4 verschiedenen Helden wählen, die alle ihre eigenen Fähigkeiten und Waffen haben, um die Blutsauger zu bekämpfen. Da kommt auch schon die Multiplayer-Komponente ins Spiel. Ihr könnt nämlich mit bis zu 3 Freunden gemeinsam auf die Vampirjagd gehen. Die Entwickler betonen aber, dass das Spiel sehr wohl auch gut alleine spielbar ist. Redfall bietet eine vielfältige und lebendige Welt, die frei erkundbar werden kann. Man stößt auf verschiedenste Gegner, Orte und Geheimnisse, die einen herausfordern und überraschen. Der Spielstil kann auf unterschiedlichste Weise angepasst werden, indem ihr eure Ausrüstung verbessert, neue Gadgets findet und eure Fähigkeiten kombiniert. Redfall setzt auf das typische Arcane-Gameplay, das einen viel Freiheit und Kreativität lässt, Probleme zu lösen. Wenn man schon einmal in letzter Zeit veröffentlichtes Arcane-Spiel gespielt hat, sollte für einen diese Freiheit nichts Neues sein. Redfall erscheint für Xbox Series X und S und den PC. Das Spiel wird auch im Xbox Game Pass enthalten sein. Wenn ihr Fans von Action-Abenteuer mit einem Hauch von Horror seid, solltet ihr Redfall auf jeden Fall im Auge behalten. Those battered souls who have known fear and failure in ample portion, but rise again to reclaim a glimmer of hope from the spreading stain of the darkest dungeon. Endlich, der heiß ersehnte zweite Teil von Darkest Dungeon kommt endlich raus. Für uns ein unfassbar gutes Spiel, in welchem wir schon viele Spielstunden verbracht haben. Als eine Gruppe von AbenteurerInnen, welche von den SpielerInnen ausgewählt werden können, schlägt man sich durch. Die Gefahren kommen jedoch nicht nur von außen, wie zum Beispiel von Monstern oder Dämonen, sondern auch von innerhalb der eigenen Reihen. Die einzelnen Charaktere haben nämlich mit ihren ganz eigenen Dämonen zu kämpfen. Das können Krankheiten, Parasiten, Ängste oder mentale Probleme sein. So länger du mit einem der HeldInnen unterwegs bist, desto kaputter geht dieser bzw. diese. Man sollte es im Dungeon nie dunkel werden lassen, denn das ist der beste Nährboden für diese Art von Dämonen. Vorsicht ist jedoch immer geboten, denn stirbt einer der Heldinnen, ist er für immer tot. Der zweite Teil hält sich auch größtenteils an die Art des ersten Teils. Jedoch gibt es auch einige Änderungen. Der Zeichenstil des Spiels wurde verändert, die Charaktere wurden größer, älter und menschlicher gezeichnet. Man ist auch nicht wie im ersten Teil an die Stadt gebunden, da man jetzt mit einem Wagen umherfahren kann, um an die verschiedensten Orte zu kommen. Sonst ist er größtenteils dem ersten Teil sehr ähnlich. Soweit wir das sehen können, wird es leider keine neuen HeldInnen geben. Vielleicht bekommen wir ja noch 1, 2 durch weitere DLCs. Am 12.05. erscheint, ihr könnt es euch sicher schon alle denken, Endless Dungeon? Moment mal. Nee. Das ist eindeutig nicht das, was ich meinte. Aha, hier steht es ja. Am 12.05. erscheint The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist die Fortsetzung von The Legend of Zelda Breath of the Wild, das 2017 erschienen ist und viele Preise gewonnen hat. In Tears of the Kingdom geht es darum, dass Link und Zelda ein mysteriöses Ereignis untersuchen, das Hyrule in Gefahr bringt. Dabei müssen sie nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft kämpfen, denn es gibt eine ganze Welt über den Wolken zu entdecken. Das ist auch schon einer der vielen neuen Komponenten des Spiels.
Es geht um einiges mehr in die Vertikale als noch seinen Vorgänger. Der erste Gameplay-Trailer überzeugte einige Fans vielleicht nicht so sehr, wie sie es gehofft hatten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich will euch nicht anlügen, okay? Ich könnte jetzt sagen, oh, voll krass, geil und ich krieg 1000 Likes und werde gefeiert, aber ich muss euch sagen, es hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Doch als der letzte Trailer von dem Release veröffentlicht wurde, zog er wieder alle Register und überzeugte auch die letzten Zweifelnden, dass es ein gutes Spiel zu werden scheint. War auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trailer. Aber ja, genau das habe ich gebraucht die ganze Zeit über. Jetzt kam es endlich, ein Hype-Trailer. Wir freuen uns schon seit der ersten Ankündigung enorm auf dieses Spiel und waren uns sicher, dass Nintendo da etwas sehr Schmackhaftes in der Küche hat. Wie wir bisher wissen, ist das Spiel riesig und bietet unzählige Möglichkeiten, sein eigenes Abenteuer zu gestalten. Man kann die Landschaften erkunden, Schätze finden, Rätsel lösen, Monster bekämpfen und vieles mehr, wie man es eben auch in den Vorgängern kennt. Doch es gibt auch einige Neuerungen. Man kann jetzt zum Beispiel sogar seine eigenen Waffen und Fahrzeuge bauen, indem man links neue Fähigkeiten nutzt. Mit der neuen Fähigkeit Synthese kann man beispielsweise verschiedenste Gegenstände aus der Welt mit seiner Waffe verbinden und so den Schaden und die Funktion dieser beeinflussen. Man kann einfach einen Felsen an seine Waffe befestigen, um mehr Schaden auszurichten, oder einen Stock an eine Lanze befestigen, um sie noch länger zu machen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Befestigung eines Monsterauges an einem Pfeil, womit der Pfeil beim Abschießen sein Ziel verfolgt. Eine weitere Fähigkeit ist Ultrahand, womit man verschiedene Sachen der Welt miteinander verbinden kann, zum Beispiel 3 Baumstämme, womit man ein einfaches Floß hat. Aber es geht noch viel weiter. Es gibt beispielsweise Räder und Ventilatoren, womit sich verschiedene Gefährte bauen lassen. Ein Boot, eine Kampfmaschine oder ein Luftballon, die Möglichkeiten sind fast unendlich. Wenn ihr Fans von The Legend of Zelda seid, dann solltet ihr euch dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen. Also markiert euch den 12.05. im Kalender und freut euch auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. So, kommen wir jetzt mal wirklich zu Endless Dungeon. Endless Dungeon ist ein Roguelike Taktik-Action-Spiel, das im preisgekrönten Endless-Universum angesiedelt ist. Man rekrutiert ein Team aus gestandenen Helden, stürzt sich in eine längst verlassene Raumstation und beschützt einen Kristall vor endlosen Wellen von Monstern. Oder man stirbt, ladet neu und versucht es erneut. Das klingt doch spannend, oder? Aber was macht Endless Dungeon so besonders? Nun, zum einen ist da die Grafik, die einen tollen Comic-Stil hat und die Station mit vielen Details zum Leben erweckt. Zum anderen ist da das Gameplay, das eine Mischung aus Roguelike, Taktik, Action und Tower Defense bietet. Man muss nicht nur seine Waffen und Geschütze klug einsetzen, sondern auch sein Team gut auswählen und koordinieren. Denn jeder Held hat seine eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Und das Beste ist, man kann Endless Dungeon alleine oder mit bis zu 3 Freunden in Koop-Modus spielen. So kann man sich gemeinsam den Herausforderungen stellen und seine Strategien absprechen. Oder man kann sich gegenseitig die Schuld geben, wenn mal wieder alles schief geht. You can play in optional virtual reality, super immersive. Engage VR mode to enjoy the unique perspective. You are a god ruling over tiny, pathetic people. Shiva optional VR god game, Humanity ist kein gewöhnliches Spiel. Es ist eine einzigartige Mischung aus Puzzle und Action-Plattformer, die das Schicksal der gesamten Menschheit in eure Hände legt. Oder vielmehr Pfoten. Ja, ihr habt richtig gehört. In Humanity spielt ihr einen Hund, einen süßen Shiba Inu, um genau zu sein. Eure Aufgabe ist es, riesige marschierende Mengen von Menschen zu ihrer Erlösung zu leiten, indem ihr ihnen Befehle gibt, wie sie springen, sich drehen, schieben, schweben, schießen oder klettern sollen. Dabei müsst ihr über 90 Level voller Hindernisse, Feinde, Puzzle, freischaltbare Fähigkeiten und wilder Bosskämpfe in der Story-Kampagne meistern. Außerdem könnt ihr eine Vielzahl von Leveln entdecken, die von anderen Spielern mit Hilfe des benutzerfreundlichen Stage Creators erstellt wurden. Oder eure eigenen erstellen.
Egal ob in 2D oder im optionalen VR-Modus, ihr werdet staunen, wie atemberaubend die Menge von Menschen eurer Befehle in Richtung Ausgang folgen. Humanity wurde vom gefeierten Visual Designer und Director Yugo Nakamura und dem bekannten Spieleentwickler Tetsuya Mizuguchi, bekannt für Rare's Infinite Tetris Effect Connected, geschaffen und hat einen unverwechselbaren Stil, der euch in seinen Bann ziehen wird. Diese verrückte Mischung soll am 16. Mai 2023 erscheinen und wird für die PS4, PS5, PSVR und für die PSVR 2 verfügbar sein. Es ist auch Day One in PlayStation Plus extra verfügbar. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, besucht die offizielle Webseite und folgt dem Spiel auf Twitter und Facebook. What do you say, Hotshot? Are you ready for greatness? Dieses Spiel ist ein Open-World-Multiplayer-Rennspiel, in dem ihr die bunte Welt von Bricklandia erkunden, eure Traumautos bauen und eure Gegner in Rennen um die Sky Trophy besiegen könnt. Das Spiel bietet viel Abwechslung und Kreativität. Man kann zwischen verschiedenen Regionen wählen, die alle ihren eigenen Charme und Herausforderungen haben. Ob ihr lieber durch grüne Wiesen, trockene Wüsten oder glitzernde Gewässer fahrt, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Beste an dem Spiel ist aber, dass ihr eure eigenen Fahrzeuge aus Lego-Steinen bauen könnt. Ihr habt die volle Kontrolle über jedes Detail, von der Farbe über die Form bis hin zu den Funktionen. Man kann seine Autos sogar verwandeln lassen, um verschiedene Geländearten zu meistern. Sollte man keine Lust auf Bauen haben, kann man sich einfach an den vorgegebenen Modellen orientieren oder eure Sammlung mit neuen Fahrzeugen erweitern. Natürlich macht das Spiel noch mehr Spaß, wenn man es mit anderen teilt. Es kann ein Koop-Modus mit seinen Freunden zusammengespielt werden oder online gegen andere Spieler aus der ganzen Welt angetreten werden. Es gibt verschiedene Modi, wie Story, Einzelrennen, Cup-Serien oder Minispiele, die einem immer wieder neue Herausforderungen bieten. Und wenn man sich besonders mutig fühlt, kann man sich an den winzigen und verrückten Rivalen versuchen, die einem das Leben schwer machen wollen. Lego 2K Drive erscheint am 19. Mai für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S und die Nintendo Switch. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch einfach mal auf der offiziellen Webseite vorbei. Da könnt ihr euch auch das Spiel vorbestellen und euch tolle Extras sichern. Das waren einige interessante Spiele, die im Mai erscheinen. Wir hoffen, es ist auch etwas für euch dabei. Welche Spiele interessieren denn euch am meisten? Sollte euch gefallen, was wir hier machen, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns wieder. Bye bye!